aber diese Peng, Puff, Knall und diese Geräuschkulisse dabei und dieses Schalten, das ist schwer zu erklären. Das man muss tatsächlich dabei sein. Hallo, mein Name ist Robert Wolf, bin 43 Jahre alt, komme aus Potsdam und das hier ist mein Vectra 4x4 Turbo. Wie jeder von uns kennt, kam ja damals diese Fast and Furious Filme, wer kennt sie nicht? Da ging jetzt so bei mir so ein bisschen los und wie sagt man immer, Umgang formt den Menschen. Ich habe natürlich viele Freunde gehabt, die damals auch hier in Jüterbock übrigens, gab es mal ein geile Karre-Treffen, hieß das, und da sind alle mit ihrer Viertelmeile-Autos hingefahren. Das war natürlich für mich das erste Mal, dass ich so hier so was mitgekriegt habe. Oh, guck mal, die Autos können super schnell fahren. Da habe ich Leute kennengelernt, die halt schnelle Autos gefahren sind. Dann gab es dann auch Luckau früher, wo immer ein Wochenende war, wo immer Viertelmeile gefahren bin. Dann als junger Mann oder heranwachsender Mann war natürlich das A und O für mich. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Vectra 4x4 Turbo, ich habe 2250 Stück weltweit gebaut. Davon ist eine Handvoll nach Deutschland gekommen und die waren halt auch damals super teuer. Also wie gesagt, zur selben Zeit kam E36 M3 raus. E36 M3 war zu der Zeit sogar günstiger wie ein Vectra 4x4 Turbo. Unfassbar. Niemand kannte den Vectra 4x4 Turbo, jeder kannte den Kaliber 4x4 Turbo, das ist für jeden Begriff, und diesen Vectra A, den kannte halt keiner. Wurde auch wenig Werbung für gemacht tatsächlich. Jeder kannte vielleicht den 2000er, also mit dem Speedster 16V. Der war auch schon teuer, aber wie gesagt, der 4x4 Turbo war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wie gesagt, exponentiell teuer. Ja, zum ersten Mal ist er so ein Underdog, würde ich sagen. Also ist halt eine Limousine, eine alte Limousine. Finde ich eine wunderschöne Form und man sieht es ihm von außen nicht unbedingt an. Es ist halt ein super seltenes Auto. Also war es früher schon, ist es jetzt noch mehr. Ja, und das ist für mich der Reiz, zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal mit dem Auto einmal am Sonntag rum mal raus und da verschätzt sich schon der eine oder andere da. Also ich habe ja früher das Auto der Serie 204 PS, ich habe ja auch mit einer Low-Tech-Phase angefangen, haben wir 260 PS oder 280 PS gehabt, also das reicht erstmal. Leistungshunger kann man sozusagen immer sagen. Dann wird es immer mehr und immer mehr. Und wir sind ja in Deutschland in der Szene momentan, sagen wir die Autos, also mit 1000 PS ist man hier in Deutschland inzwischen, was ja früher unendlich viel war, ja auch nicht mehr ganz vorne mit bei. Ne? Und man muss ja mal gucken, was möchte ich mit meinem Auto machen. Soll das Ding auf der Straße fahren? Möchte ich damit eine Viertelmeile fahren? Also da ist dann irgendwann, wenn wir eine Straßenzulassung möchten, irgendwann der Sache auch ein Ende gesetzt. Muss man ganz klar so sagen, gerade hier in Deutschland. Also der Motor ist ein 2 Liter Turbo, also ein 2 Liter 16V Turbo. Der ist auch tatsächlich serienmäßig in dem Fahrzeug verbaut. Natürlich sind alle Innereien einmal rausgekommen und einmal neu. Der Motor fährt in der Straßenversion mit 500 PS. Gebaut ist er aber für 200 PS pro Zylinder. Also der Motorblock ist damals hergestellt worden für 200 PS pro Zylinder.
Wir sind super stolz über die Riesenauswahl, die wir aktuell für euch im Shop haben. Und damit ihr auch wisst, was ihr aktuell bei uns bekommt, zeige ich euch einmal die neuen Teile. Wir hatten vor einiger Zeit schon das Passion T-Shirt und euch hat dieser Druck so gut gefallen, dass wir gesagt haben, bringen das Ganze nochmal als Hoodie raus. Dann gibt es jetzt exklusiv und natürlich limitiert den Merch zu unserem Good Old Times Event. Das Ganze findet am 5.9. in Rüdersdorf statt. Ihr könnt das Ganze also jetzt schon vorbestellen und dann mit eurem neuen Piece zum Good Old Times Event kommen. Die Sunday Drivers Club Kollektion ist auch im Shop erhältlich. Wir haben einmal 2 T-Shirts und 2 Hoodies in dieser Kollektion. Es geht weiter mit unserer Trainingsjacke. Es gibt noch ein paar auf Lager, also seid schnell, wenn ihr euch die hier noch gönnen wollt. Dieser Hoodie hier ist unserer Community gewidmet, deswegen heißt er auch Sauerkraut. Wir haben hier einmal so einen richtig fetten Puffprint mit dem SK auf der Front und nochmal einen super hochwertigen Patch hier auf der Seite. Also wenn euch die Teile gefallen, dann geht jetzt in unseren Online-Shop www.sauerkraut.de und sucht euch euer neues Lieblingspiece aus. So, also wir haben hier, wie schon gesagt, einen 216V Turbomotor. Der ist hier auch original drin in dem Auto gewesen. Also das Auto ist mit dem Motor nicht so wie er jetzt aussieht, sondern mit einem 216V Turbo auch ausgeliefert worden. Der hat original 204 PS. Und den habe ich jetzt im Laufe der Jahre immer Stück für Stück, das heißt Stück für Stück, immer wieder umgebaut. Weil nach mehreren Motorschäden, weil es immer wieder nicht gereicht hat von der Leistung her, ist dann immer die nächste Ausbaustufe gekommen. Wir haben jetzt hier aktuell, also was so typisch ist, wir haben Stahlpleuel, wir haben Schmiedekolben, wir haben eine Kolbenbodenkühlung, wir haben eine Verstärkungsplatte drin, wir haben eine stärkere Ölpumpe drin und. Also alles, dass wir, wie gesagt, den Motor für 200 PS pro Zylinder, dass der das aushält. Ja, also aktuell haben wir jetzt hier ein Garrett GTX 3076 Generation 2. Das heißt, es ist ein doppelkugelgelagerter Turbolader. Dann externes Wastegate von TI. Ein Klasen-Krümmer, das ist nämlich aus dem Grund, der ist eintragbar. Dadurch, dass ich das Fahrzeug ja noch im Straßenverkehr benutze, ist das ja immer so die Sache, was ist legal, was ist nicht legal. Und da war halt die beste Lösung, einen Krümmer einzubauen, der auch straßenzugelassen ist, beziehungsweise den man eintragen kann. Er hat eine Nummer drauf und damit ist das alles abgenommen, die ganze Sache. Ja, also das ist ein Spaltsaugrohr, was damals berechnet wurde. Das ist auch das, was mich gerade momentan so ein bisschen hemmt von der Leistung her. Das ist ja so ein Spaltsaugrohr, wird ja berechnet auf eine bestimmte Motorleistung und Hubraum. Und danach wird das halt hergestellt. Und wenn man natürlich über diese Leistung hinaus möchte, müsste man da ein neues Saugrohr anfertigen. Das liegt auch schon im Regal, das neue Saugrohr, weil wir wollen ja mit der Leistung noch mal ein Stück nach oben. Und wie gesagt, das wird dann noch getauscht. Also mein Wischwasserverhältnis ist natürlich, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, natürlich um meine Scheibe zu reinigen, das kann ich damit auch. Aber das ist tatsächlich mein Wassermethanol-Tank. Ich habe eine Wassermethanol-Einspritzung hier noch verbaut, die bei bestimmten, also ladruckabhängig und lastabhängig, in mein Saugrohr einspritzt, um meine Ladelufttemperatur zu kühlen. Beziehungsweise nachher im Rennmodus auch eine Leistungssteigerung hervorzurufen. Wie gesagt, kann ich aber ganz normal auch im Wassermethanol-Gemisch auch tatsächlich meine Scheibe mit reinigen und das reinigt tatsächlich wunderbar. Ja, also wir haben hier ein ECU Master Dashboard, weil das ist halt moderner. Hier kann ich mir alle Werte, die mich wirklich interessieren, anzeigen. Ich habe ja sonst, hat ja so ein älteres Auto hier, was brauchst du, Wassertemperatur, Tankanzeige und halt deine km/h. Ich brauche aber, wenn ich hier mit dem Auto, gerade mit so einem Motor unterwegs bin, ein paar mehr Werte. Ich mache das Ding jetzt einfach mal an. So, also das ist jetzt quasi der Hintergrund, wenn ich jetzt auf der Rennstrecke unterwegs wäre jetzt dieses Dashboard. Und zwar habe ich hier oben meine Drehzahl, also das sind jetzt 1000, 2000, 3000, also bis 8000 Umdrehungen. Die 1 ist natürlich die Ganganzeige, weil 0 kennt er nicht. Diese bei 0 ist quasi der aktuelle Ladedruck und die Wassertemperatur. Also alles andere ist die Motorkontrollleuchte, wie er bei jeder Zündung an ist, und die Batterieleuchte bei jeder Zündung, wie sie an ist. Das sind so die Sachen, die mich dann in der Viertelmeile maximal interessieren, weil interessiert mich jetzt nicht so wirklich die Geschwindigkeit, weil da gucke ich sowieso nicht drauf. Also alle wichtigen Sachen sind da hinterlegt. Ich kann das jetzt auch umstellen, tatsächlich mein Dashboard, und mache dann quasi für meinen Alltag, wenn ich mit dem Alltag mit dem Auto unterwegs bin, das ist dann dieses.
Da sind natürlich jetzt ein paar mehr Werte drauf, die mich interessieren. Heißt, hier oben habe ich weiterhin das Drehzahlband. In der Mitte ist die Geschwindigkeit, wo jetzt die 0 ist. Da zeigt er mir die aktuelle Geschwindigkeit halt digital an. Wassertemperatur, Ansauglufttemperatur, da sehen wir wieder, wir haben jetzt schon, obwohl das Auto steht, 59 Grad. Sieht man mal, wie die Luft da sich drin hat. Die Abgastemperatur, die natürlich für Sportmotor auch sehr wichtig ist. Den Lambda-Wert. Und hier haben wir nochmal den Ladedruck. Ja, jetzt haben wir gerade 0 bar logischerweise, weil Atmosphärendruck. Natürlich, wenn der Motor an ist, jetzt natürlich im Minusbereich, weil dann haben wir Saugrohrdruck. Und wenn sobald der Turbo angeht, gehen wir dann nach oben in die Richtung, was dann auch immer an Ladedruck ist. So, hier unten haben wir eine KS3, das ist quasi eine sogenannte Knock Detection. Gibt es inzwischen schon bei moderneren freiprogrammierbaren Steuergeräten, ist es schon an Bord. Ich habe noch eine etwas ältere Version, nennen wir sie einfach. Das die noch nicht so erkennt, und zwar hilft die mir, also die erkennt ein Grundrauschen vom Motor, also jeder Motor hat ja ein Grundrauschen, das wird ein Herz gemessen, und da kann ich einstellen, wie viel Zylinder hat mein Motor, also da gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten da, weil jeder Motor läuft anders. Also ein Schmiedemotor hat zum Beispiel einen anderen Klang wie ein normaler Motor, und da stelle ich mein Grundrauschen ein und stelle ein, ab wann soll er mich warnen, wenn der Motor anfängt zu klopfen. Weil so ein Motor klopft ja schnell mal, und bevor ich das hier hinten mitkriege, ist das Ding schon meistens Schrott. Ja? Und da ist eine bestimmte Herz, eine bestimmte Anzahl, das muss natürlich jemand machen, der das Auto programmiert. Ich selber kann es nicht, ich kann nur erklären, wie es funktioniert, grob. Der stellt quasi ein, ab wie viel Herz vor Motortod oder vor dem Klopfen der mich warnen soll. Der Riesenvorteil aus dem Ding ist, dass der mich auch akustisch warnt. Das heißt, ganz oft war, weil ich jetzt ich mache das ja schon ein paar Tage, erleben musste, wenn an dem Motor irgendwas passiert ist, ein Kolben geschmolzen oder irgendwas, wird immer gefragt, ja, wann war es denn? Weil, wie viel Abgastemperatur hast du denn gehabt? Hat er denn geklopft? Hat er denn da gemacht? Und früher war, heutzutage die Freiprogrammierbaren Steuergeräte können das alles aufzeichnen. Früher war es halt nicht so. Ja, ich spreche immer von früher, ich mache es ja wie gesagt schon eine Weile. Und da war halt die beste Alternative, um zu sagen, okay, jetzt fahre ich auf der Autobahn, mit dem Motor stimmt irgendwas, beziehungsweise der ist auf dem Weg zum Klopfen, dann fängt das Ding an zu piepen, also wirklich fürchterlich laut an zu piepen, und der hört erst auf, wenn es besteht ja mit einem Knopfdruck. Also das dann, du gehst dann automatisch vom Gas runter, und dann hast du dann mit dem Motor gerettet. Und das ist tatsächlich schon mal passiert, er hat mir schon einmal den Motor gerettet tatsächlich. Ja, damit war die Investition wert, und das Ding ist da immer noch drin. Ja, für Opel habe ich mir eigentlich, was heißt entschieden? Mein erstes Auto war eigentlich ein Renault, ein Renault 21. Dann habe ich, also ich habe wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, viele coole Autos schon gehabt. Ja. Also ich habe einen Renault 21, wie gesagt, war mein erstes Auto, das ist damit man überhaupt mobil ist. Dann hatte ich einen Mitsubishi Eclipse, den mit den Schlafaugen, also in Rot. War mein erstes Auto, was ich getuned habe. Wo ich den verkaufe, habe ich einen Nissan 200 SX gehabt, auch mit Klappaugen. Selbst so ein Auto, wenn man überlegt, was die heute wert sind, kann ich mir heute dafür noch meinen allerwertesten beißen, was ich so verkauft habe. Dann habe ich tatsächlich ins BMW-Lager, habe mir einen BMW gekauft, einen schwarzen E36, eine Limousine, 325, Automatik, mit roten Ledersitzen drin. Aber im Paket 2, das ist halt, was ich immer haben wollte, also was heute so richtig cool wäre. Habe ich gehabt, das auch umgebaut mit 10x17 Alufelgen, vorne, hinten, zwei Teile, also Ding richtig geil umgebaut, alles so und dann. Ja, und dann kam so die Zeit, wo alle mit schnellen Autos angefangen haben. Da habe ich gesagt, okay, das sieht zwar cool aus, aber so wirklich schnell ist er nicht. Dann habe ich den auf Schaltwagen umgebaut, weil ich unbedingt selber schalten wollte, weil diese BMW, wer es kennt, BMW Automatikgetriebe, die ersten, furchtbar. Ja, die sind so gefahren wie so also nur Schnur hinterhergezogen, ganz furchtbar. So, und dann habe ich gesagt, okay, meine Kumpels, wie gesagt, die 40 gefahren, eine Kumpel, dann ging es schon wieder los, mein Kumpel ist dann Astra gefahren, Astra F Turbo. Ich sag, wie geil ist denn der 300 PS schon damals gehabt, und dann wollte ich irgendwie sowas haben. Und dann ist es halt so immer mehr, dann hatte sich mein Kumpel zur Fußball-WM eine A-Vectra, 4x4 Turbo, eine Karosse gekauft. Und die war so furchtbar billig, weil halt genau, wo das bei eBay damals ausgelaufen ist, Fußball-WM. Und alle haben das Deutschland-Spiel geguckt, und der hat das Ding super günstig gekriegt. Also mussten wir nur noch einen Motor kaufen.
Und dann hat er das Ding umgebaut. Also dann ist er damals Viertelmeile gefahren und das fand ich so geil. Und dann war das Ding irgendwann weg, hat er auch verkauft und dann dachte ich, okay, jetzt will ich auch was Schnelles fahren und habe mir einen Safira AOPC gekauft. Also so, wer das kennt, das ist so ein Minivan, aber halt ein 2 Liter Turbo drin und hatte schon 200 PS. So, dann auch Software machen lassen und war auch mit knapp 300 PS durch die Gegend gefahren eine ganze Weile. War super. Wohnwagen hinten ran noch, alles drum und dran. Ja, und dann irgendwann wie gesagt, fand ich den schon immer schön und dann war das irgendwann mal bei Mobile habe ich dann geguckt und dann war das Ding drin. Und das weiß ich nicht ganz genau, das war 2008 und der hat 6.900 € gekostet. Der stand in Hessen und dann habe ich immer so hinterher überlegt und ja, fährst du mal hin, weil, wie gesagt, 6.900 € war ja für mich damals auch schon viel Geld und ist immer noch viel Geld, aber damals war es halt noch viel, viel mehr Geld. Und dann hingefahren, angeguckt und der war auch wirklich im furchtbaren Zustand, aber hat eine super Historie gehabt. Und zwar, weswegen er wirklich interessant war, das Auto ist ein Baujahr 94 und stand beim Opel-Händler. So, das Auto wurde nie verkauft, weil es war einfach schweineteuer. Wie gesagt, ich dann dahin mit Auto angeguckt und dann nach der Historie war es dann quasi meins. Um jetzt nochmal auf die Historie zurückzukommen, 94er Baujahr, stand beim Opel-Vertragshändler im Showroom in Silber. Also im Original ist das Auto tatsächlich Silber gewesen und wurde bis 97 nicht verkauft, dieses Auto. Und dann wurde er von Opel selber umlackiert. In dieser Farbe, was jetzt ist. Wurde dann verkauft tatsächlich und wurde 2000 wieder abgemeldet. Stand seit 2000 bis 2008 in der Scheune. Und da habe ich ihn dann bekommen danach. Er sah wirklich schlechter Zustand. Also er war auch nicht abgedeckt oder sonst irgendwas. Alle Schläuche, alles was so Kraftstoff war, was Bremsleitung war, alles ganz, ganz furchtbar. Ging aber tatsächlich über Mittelsmann. Das war ein Händler und der wollte natürlich seinen Reibach da auch noch mitmachen, also dass ich dem in die Geschäfte machen musste. Und das weiß ich noch ganz genau. Und naja, so schnell konnte ich keinen Trailer besorgen, habe doch Angst gehabt, dass das Auto dann weg war. War ja auch nicht gerade um die Ecke, wo das Ding stand. Habe ich gesagt, ich komme rum und ich musste Dinge auf eigene Achse besorgen. Also du musst irgendwas machen, dass das Auto fährt. Ja, ich habe gesagt, okay, pass auf, ich mache das so, ich mache die Bremsschläuche neu, ich mache ein paar neue Kraftstoffleitungen drin, dass das Ding überhaupt fahren kannst. Dann war ich da, habe das Auto angelegt, da war nicht mal ein Beifahrerspiegel dran. Ja, so, kein Radio drin, nichts. So. Und wie gesagt, furchtbarer Zustand innen und außen, weil natürlich auch die Fenster unten waren da im Ding in der Scheune, wie es immer so ist. Und dann weiß ich noch, dass ich zu dem gesagt habe, ich möchte, dass du mir unterschreibst, dass ich mit dem Auto wenigstens nach Hause komme. Weil der Zahnriemen und alles war genauso alt. Ja? Da habe ich gesagt, das sind jetzt auch 500 Kilometer nach Hause. Wenn ich auf dem Weg nach Hause kaputt geht. Ja, hat er mir unterschrieben und ich bin dann tatsächlich zu Hause angekommen. Ja, also das war dann so die Geschichte. Ich glaube, ich bin das Auto nur auf dem Weg nach Hause original gefahren. Das erste, was wieder passiert ist, wie es immer so sein muss, Leistungssteigerung drauf. Low-Tech Phase 2, 280 PS, glaube ich, waren das. Ja, dann damit so ein bisschen durch die Gegend gefahren und war damit auch glücklich eigentlich. Ja, so ein bisschen, dann habe ich mal ein Radio eingebaut und das haben auch meine ganzen Leute so super gefunden, weil so Vectra ist ja immer, wenn der das Radio angemacht hat, ist immer die elektrische Antenne hinten rausgefahren. Das war immer super spektakulär auf der Autobahn, dass dann diese Radio angemacht habe, diese Antenne hinten rausgefahren ist. Das sah super aus. Ja, haben die Leute auch mächtig gefeiert, wenn es da rauskam und ja, dann hat es irgendwann wieder nicht gereicht. Dann, wie gesagt, Umland vor Menschen, wie gesagt, schon gesagt, mit meinen Jungs immer auf Viertelmeile treffen unterwegs sind, habe mir jetzt angeguckt und habe gesagt, willst du auch mal fahren? Ja, dann mal hoffen, dass man merkt, wie langsam eigentlich so ein Auto sein kann. In Anführungsstrichen natürlich, da muss mehr passieren. So, dann hin, ja, was machst du? Und dann gibt es ja, wie gesagt, früher war die Zeit ja auch nicht so wie heute. Teile gab es nicht. Es gab viele Leute, die mit dem Mund viel konnten. Aber das war dann auch. Und dann auch viel Lehrgeld bezahlt. Also auch mehrere Motorschäden gehabt, von wegen, ja, kann ich die abstimmen, ist alles kein Problem. Das machen wir alles so, das machen wir alles so. Geld ist natürlich auch knapp, machen wir uns nicht vor. Dann sparst du da 5 € und sagst dann, na, hätte ich's mal, ist wie es ist. Ja, wie gesagt, dann damit gefahren und dann abstimmen lassen, das Auto von jemandem. Hat dann 340 PS oder so was gehabt. Also mit einer Turbolader, mit so einem Ladeluftkühler, was man sich von einem anderen Auto einfach genommen hat, weil es war nicht so, dass man jetzt mal schnell wie heute, die haben zwar auch Teile, die waren aber wahnsinnig teuer. Heute kriegst du einen Ladeluftkühler 100 €, war halt früher nicht. Also hast du also von Audi 80 oder T4 oder Volvo oder was ich da alles angebaut habe, weiß ich heute ja nicht mehr, was das für ein Ladeluftkühler war. Oder Mercedes, keine Ahnung. Ich glaube, es war Mercedes Sprinter. Weiß ich wirklich nicht mehr. Also ich war spektakulär aus, den nach vorne rangekarrt, irgendwie mit irgendwelchen günstigen Schläuche, wie es so war. Dann damit sind gefahren, abgestimmt und auf der Autobahn stehen geblieben, Kolben weggeschmolzen. Also Motor raus, Motor auseinander, zusammengebaut, ein bisschen mehr Geld diesmal investiert.
Da war mal irgendwie was 400 PS, aber ich wollte immer noch kein frei programmierbares Steuergerät, weil es halt wahnsinnig teuer war. Will ich mit meiner Originalmotorsteuerung machen. Hat wieder ein halbes Jahr gehalten. Nächste Motorschaden. Ja, wieder auf der Autobahn stehen geblieben, alles. Also diesmal war auch wirklich alles kaputt. Beim ersten Mal war Kopf noch in Ordnung, beim zweiten Mal wirklich alles kaputt gewesen. Ja, also das war wirklich ganz kapitaler Motorschaden. Habe gesagt, machst du das jetzt überhaupt noch weiter, verkaufst das Auto oder machst du jetzt einmal richtig? Und wie gesagt, mit meinen Jungs habe ich dann, also ich habe auch viel Hilfe gehabt von meinen Jungs, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin zwar selber jetzt Kfz-Meister, aber war vorher Mechaniker, aber man kann einfach nicht alles selber machen. Man braucht wirklich Freunde, man braucht, wo man das Auto hinstellen kann, man braucht einen ordentlichen Chef, der sagt, okay, du kannst dein Auto hier machen. Und man braucht natürlich auch Jungs, die am Wochenende sagen, klar, ich helfe dir. Komm, wir machen jetzt einen Kabelbaum, wie gesagt, der hat ein guter Kumpel von mir gemacht, den kompletten Kabelbaum für frei programmierbares Steuergerät. Und dass es auch noch schön nachher aussieht, weil das ist ja uns immer eins, oder war mir auch ganz wichtig, wenn das Auto jetzt gebaut wird, dass man auch hinguckt und sagt, okay, das sieht auch noch ein bisschen nach was aus. Ja. Und wie gesagt, da haben mir wirklich viele Leute geholfen, wo ich dankbar bin, dass es auch so ist, wie es jetzt ist. Auch wenn es jetzt schon lange so ist. Also der ist jetzt seit 5 oder 6 Jahren unverändert, das Auto. Weil halt irgendwann auch andere Sachen im Leben kommen, muss man auch so sagen. Ja, ich finde, das Auto ist fertig. Ich habe jetzt auch keine Lust da, also vielleicht Leistung kann man da machen, aber jetzt ist wieder die Sache, ich will damit ja noch auf der Straße fahren. Also irgendwann hatte die Sache auch mal ein Ende. Ja, das heißt, wenn nächstes Jahr muss wieder eingetragen werden. Wir wissen alle, wie schwer das geworden ist mit Eintragen. Ja, also das ist ja so furchtbar geworden, also dass ich immer mit einem mulmigen Gefühl bin, also mit einem mulmigen Gefühl unterwegs war, bis mit dem Auto auf der Straße unterwegs. Du fährst die Autobahnabfahrt runter seit Lausitzring oder irgend so einen anderen Treffen, wie kennt es alle. Und dann wird dir schon richtig warm und hoffentlich steht dann schon wieder irgendeiner und wartet auf dich mit 25 Abschlepper. Das ist ja leider heute, das war früher nicht ganz so schlimm. Und deswegen muss man halt immer mehr aufpassen. Und das ist halt, was so wirklich schade ist in der Szene-Musik, also was jetzt so gekommen ist, weil, wie gesagt, wenn man zu den Plänen kommen, Raser, Poser, weil ich sag mal, Leute, die wirklich feiern und ordentlich mit den Autos fahren und die auch so eine Autos wirklich schön bauen, die sind nicht daran interessiert, jetzt mal lang zu ballern. Die wissen, da ist am Wochenende auf dem Flugplatz mal ein Treffen, dann kann ich da schnell fahren. Es gibt immer andere Spinner, die gibt es aber überall und das ist halt die Sache, was ich da ein bisschen schwierig finde. Ja. Naja, jetzt haben wir ja die Sache mit dem, was ich dann irgendwann lernen musste, war ja auch, wenn das Auto nach vorne fährt, musst du irgendwie bremsen. Ja, also das habe ich auf der Autobahn, also das war tatsächlich so eine Situation. Man ist jung, man ist übermütig und ich bin auf der Autobahn gefahren, das Auto hat auch schon ordentlich Leistung gehabt. Und ich habe tatsächlich, man hört immer so viele Geschichten, aber es war tatsächlich so, ich habe einen Porsche verfolgt mit meinem alten Opa. Und der war auch in Süd unterwegs und dann hat der Porsche gemerkt, so richtig weg komme ich nicht, jetzt werde ich nur einer ärgern. Er ist tatsächlich auf die Bremse gestiegen, also wirklich so abrupt, dass ich dann auf der Bremse, ich habe eine Originalbremse noch drin gehabt und habe erst mal gemerkt, das Auto ist so ein Schlinger, ich habe wirklich so zu tun gehabt, es hat alles gepfiffen, es war unfassbar. Ich gesagt habe, jetzt musst du auch mal ein bisschen in eine Bremse investieren. Okay, das war dann immer so im Hintergedanken, wie es so ist. Man hat ja immer andere Sachen. Wa? Ja, so. Und dann bin ich tatsächlich auf einem markenoffenen Autotreffen gewesen mit ihm und habe da jemanden kennengelernt. Und das war so ein Typ, man trinkt Bierchen, man lernt sich kennen. Das ist ja immer so schön bei Treffen, dass man auch, wenn man da nicht unbedingt mit 20 Mann mit seinen eigenen Leuten hingeht, sondern mit 2, 3, dann lernt man immer Leute kennen. Und der ist, Ingenieur, Maschinenbau. Ingenieur war der, also war in Ausbildung zum Maschinenbauingenieur und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und bla und dann hat er sich mein Auto angeguckt und so, ja, so und dann hatte ich ihm dieselbe Story erzählt. Ja, also so Stammtischgeschichten wie es so ist, ne? Sagt man einfach so. So, dann dachte er, ja, du pass auf, ich kann hier da was bauen. Also ich mache Maschinenbau, ich kann das alles berechnen, ich kann hier da mal einen Halter bauen und dit und dit. Heute gibt es ja sowas. Also heute ist ja, wie gesagt, die Bremsen sind bestimmt schon 10 Jahre da drin. Ja, also das ist wirklich so. Und damals gab es halt nicht. Das ist halt, also wie gesagt, war mit eines der ersten Autos, die überhaupt so eine riesen Bremse drin hatten. Ja. So, und ich baue die. Und ich sage, ja, Quatscher. Es gibt halt viele Quatscher, muss man halt sagen. Ja, okay, können wir machen. Wir tauschen Nummern aus. Und dann dachte ich schon auf dem Weg nach Hause, ja, wäre eine geile Sache, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, oder Porsche-Bremse. So, naja, wirst du mal fragen. Und dann kam er tatsächlich zu dem Stand und sagte, pass auf, schick mir mal deine E-Mail-Adresse, ich habe dir mal was geschickt. Also, dann hat er mir seinen Druck da geschickt, was da, ich würde dir das bauen. Ich würde dir empfehlen, dit und dit, also das sind jetzt, die Bremssättel vorne sind Cayenne Turbo.
würde ich dir mit den und den Bremsscheiben und den Haltern, mit dem und den und dann machen wir da Bruchgutachten und dann kriegst du ja mit einer Einzelabnahme getragen. Kostet Summe X, möchtest du? Ja, nein, vielleicht, welche Farbe, wenn ja. Sagen die mir, geil. Das haben wir tatsächlich gemacht, dann haben wir da so ein bisschen rumprobiert und rumgemessen und gemacht und getan und hat tatsächlich gepasst jetzt Porsche Cayenne Turbo Bremssättel vorne, 6 Kolben mit einer Mercedes-Benz ML63 AMG Bremsscheibe. Das hat alles so wunderbar funktioniert mit einem Halter, dass das jetzt da drin ist. Dann bin ich eine Weile so rumgefahren und dann war irgendwann, ach, hinten möchte ich eine Georine haben. Ja, so eine Bremse. Und naja, dann war aber das Problem, der Vectra hat die Handbremse hinten in der Bremsscheibe drin. Ne? So, ja, wie machst du denn das? Ja, dann habe ich den wieder angerufen. Ich sage, kennst du mich noch? Also, es war ja, wie gesagt, ein paar Jahre später dann. Ja, dann habe ich gesagt, ich möchte für hinten ja eine Georine haben. Was machen wir da? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Du hast ja die Handbremse oder wir müssen mit einem extra Sattel machen. Und dann ist es aber mit Eintragung schwierig. Heute ist es, wie gesagt, gibt es ja sowas. Früher war das halt schwierig. Ja, und dann hat er mir da tatsächlich was gebaut, eine Porsche 996 Turbo Bremsscheibe. Da hat er mir einen Stahlring reingeschweißt. Das hat dann irgendwie Röntgen und begutachten lassen von irgendeinem Prüfer. Den Boxster Turbo S Bremssättel drauf und dann das hat irgendwie alles gepasst. Wunderbar. Eingebaut, sieht spektakulär aus, fertig. Also das muss ich wirklich sagen, das war mal wirklich einer, der da wirklich Ahnung von hatte. Dann hin zum Eintragen haben wir Bremsentest gemacht, dass der hinten nicht überbremst. Weil normalerweise hat nämlich der Porsche die Bremssättel vor der Bremsscheibe. Hier ist aber der Bremssattel hinter der Bremsscheibe. Das heißt, der große und der kleine Kolben sind verdreht. Hat bei dem wunderbar gepasst. Damit senkt sich der Bremsdruck ab und das heißt, damit überbremst er hinten nicht. Dadurch, dass der Kolben in Anführungsstrichen auf der falschen Seite ist. Also habe ich also nicht mehr das Problem, dass er hinten überbremst. Also das ist tatsächlich physikalisch ein Zufall, dass es so wunderbar funktioniert. Also einmal frei. Felgen, natürlich, damit man die Bremse auch schön sieht, habe ich Sparco Assetto Gara heißen die. Das sind Motorsportfelgen, würde ich sagen, aber es sind super leichte Felgen. Die musste ich natürlich jetzt dank der Bremse mit ein paar Spurplatten fahren, weil sonst hätte der Sattel nicht runtergepasst, weil das mit der ET nicht hinhaut und ich jetzt auch nicht die Kotflügel und die Karosse hinten einfach bei dem Auto nicht verbreitern wollte. Weil ich habe mir ja damals vorgenommen, deswegen ist er auch so wie er ist, diese Karosse nicht so weit zu verändern, dass es trotzdem noch ein originaler 4x4 Turbo bleibt, dass ich immer wieder die Chance habe, falls das Auto mal wirklich irgendwann mal wahnsinnig viel Geld wert ist und ich mal alt bin und grau, älter und grauer, das Auto tatsächlich im Originalzustand jederzeit wieder zurücksetzen kann, weil das ist auch die Sache, was dann halt diese Leistung so ein bisschen reduziert, also wo ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil die Viertelmeile-Szene, wo wir jetzt gerade sind, das sind ja, wie gesagt, wir sind ja jenseits der 1000 PS, da sind wir hier bei weit nicht. Weil eigentlich wollte ich das ja mal machen, damit ich da auch Viertelmeile fahren kann, aber irgendwann ist halt der Sache die Grenze gesetzt, also nicht nur finanziell, sondern auch, dass du irgendwann auch an die Karosse ran musst. Das heißt, du musst Schaltseile, dafür muss ich Löcher rein, weil das ist eine Schaltung, die ist noch ganz normal über eine Schaltstange, keine Schaltseile. Für die Schaltseile hätte ich wieder ein Loch bohren müssen. Habe ich Schmerzen mit. Ja? Und ich habe mir gesagt, ich bohre kein Loch in dieses Auto, was nicht sein muss. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, Viertelmeile wirst du eh nie der Schnellste sein, hat Zürich mal vor, hat jeder vor, aber wirst du nie der Schnellste sein. Und dann ist das Auto für mich und für auch, muss ich sagen, für die Community oder was man auch immer sagt, für Leute, die das Auto gesehen haben, auf Treffen haben immer gesagt, Mensch, also wirklich, weil ich immer wieder höre, für einen Opel ist der echt schön. Ja, wollte ich immer sagen, schönen Dank, dass du den für einen Opel, danke, dass du den super findest für einen Opel. Ja, also der kommt tatsächlich auf markenoffenen Treffen wirklich sehr gut an, das Auto, was komischerweise bei Opel-Treffen nicht so ist. Bei Opel-Treffen ist immer, hat man immer das Gefühl, da ist so, ich will jetzt auch nicht böse sagen, ja, also Opel-Treffen sind für mich so schwierig, weil das ist immer so Kumpelsache, ja, also mein Kumpel, der macht jetzt da, weil das ist schöner, weil das mein Kumpel ist und das ist halt so ein bisschen schade, dass ich halt viel lieber mit dem Auto auf markenoffenes Treffen mache, weil da kriege ich viel mehr Anerkennung für das Auto, wo ich sagen, geil, ja, wie auf jedem Opel-Treffen und das ist halt, deswegen bin ich gerne auf markenoffenen Treffen lieber unterwegs tatsächlich.
Nee, wie gesagt, alleine habe ich es definitiv nicht mal. Ich habe viele Leute, bei denen ich mich bedanken kann, die mir Teile besorgt haben, die mir einen Kabelbaum gemacht haben, die mit auch ermöglicht haben, bei sich zu schrauben, die auch am Wochenende, zum Beispiel Matthias, der wohnt in der Schweiz, der ist von der Schweiz hierher gefahren und mit meinem Kabelbaum am Wochenende. Also wir haben Freitagabend angefangen, weil ich wusste ja nicht, warum das war. Ich glaube, ich habe einen Termin zum Abstimmen gehabt. Der Motor war gerade fertig, der Motor war da drin, alles sah so super schön aus. Und da habe ich gesagt, das kann man mit nicht einen Kabelbaum nicht verkacken. Wir müssen einen wunderschönen Kabelbaum bauen. So, und der kam der wirklich extra aus der Schweiz angefahren. Also der ist gefahren, ist nicht mal geflogen, ist sich nachts ins Auto gesetzt, ist hier nach Potsdam, beziehungsweise nach Teltow damals gefahren. Und da haben wir von Freitagmorgen bis Sonntagabend haben wir den Kabelbaum dadurch, also bis nachts drin. Der mir dann einen Kabelbaum gebaut, das Steuerrad angeklemmt, gemacht und getan, damit wir dann zum Abstimmen fahren können. Also klasse. Ja, das haben wir damals hier bei Ronny in der Werkstatt gemacht. Ja, und die beiden und vielleicht Daniel auch, der hat mir relativ viele Teile besorgt. Und wie gesagt, wir waren immer so die Jungs, die da immer so zusammen die Jungs, die zusammengehockt haben und dann mal so unterwegs waren. Natürlich gibt es noch viele mehr, wenn ich jetzt alle aufzähle, soll jetzt keiner sauer sein. Aber das ist so, die Jungs, wo ich mich wirklich sage, dank denen ist das alles auch so gekommen, wie es ist. Ja, also hier hören sicherlich noch einige mehr dazu. Aber wie gesagt, Herr Franke auch hier von Franke Turbotechnik, der leider nicht mehr gibt, von ihm habe ich auch sehr viele Teile. Der hat mir auch die Teile besorgt, der hat mir diese Wastegate so schön angeschlossen und alles drum und dran, diese Wasserleitung daher macht, dass es alles ordentlich aussieht. Der hat auch sehr, sehr super viel gemacht. Ja? Also da bin ich auch sehr dankbar. So, also schönen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Ende geguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal natürlich. Wenn ihr noch Fragen zu dem Auto habt oder den irgendwo schon mal gesehen habt oder irgendwen kennt oder irgendwann von den schönen Jungs kennt, die ich gerade aufgezählt habe, ja, dann kommentiert einfach unten mal. Ich würde mich freuen. Ja, was zeigst du mir vergessen? Ach so, das war's schon. So, dann tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich.